Hallo, da bin ich wieder. Influencer raus aus Stadien, das ist ja ein eigenes Streitthema für sich. Die einen lieben den Content, die anderen hassen ihn und sagen, diese Influencer würden den echten Fans die Plätze wegnehmen. Und deshalb habe ich mir gedacht, pünktlich zur WM möchte ich herausfinden, sind diese Influencer, die ständig Fotos aus Stadien posten, wirklich so große Fußballfans, wie sie immer tun? Und was würden sie alles machen, wenn genug Geld auf dem Tisch liegt? Wenn ich für meine Videos unterwegs bin, stelle ich mir oft dieselbe Frage, wo bekomme ich jetzt was zu trinken her, ohne gefühlt dafür einen kleinen Kredit aufnehmen zu müssen? Denn egal ob am Bahnhof, am Flughafen oder an der Raststätte, eine kleine Flasche Wasser kostet gefühlt mittlerweile so viel wie das Zugticket. Und deshalb habe ich immer meine Air-Up dabei. Ich fülle einfach ganz normales Leitungswasser in die Flasche und der Geschmack entsteht nämlich hier oben im Duftpot, also kein Zucker, keine künstlichen Zusätze, keine Kalorien, einfach nur Leitungswasser mit Geschmack. Passend zum großen Fußballsommer hat Air-Up die limitierten Everyone Plays Bottles rausgebracht. Das heißt, es gibt Designs in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, England, Frankreich, Italien oder die Türkei. Und dazu gibt es natürlich auch die passenden Potsets mit verschiedensten Geschmackskombinationen. Ich finde die Flaschen ehrlich gesagt ziemlich cool, weil sich das Design zu den normalen Flaschen unterscheidet. Und ich finde, die haben auch schon Sammelcharakter. Wenn ihr Air-Up mal ausprobieren wollt oder euch einfach mal die neuen Designs anschauen möchtet, dann lohnt sich es auch immer mal wieder bei Kaufland, Rossmann oder anderen Märkten vorbeizuschauen, denn dort gibt es regelmäßig Angebote und Aktionen. Oder ihr macht es ganz entspannt in der Halbzeitpause und bestellt vom Sofa aus. Scannt dazu gerne hier den QR-Code oder checkt wie immer den Link in der Infobox. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. WM 2006. Der kleine, dicke, pausbäckige Marvin sitzt zu Hause, klebt seine Panini-Sticker ein und ich weiß es noch bis heute, der Einzige, der mir gefehlt hat, Michael Ballack. Ich habe meine gefälschten Trikots aus der Türkei an. Heute habe ich ja endlich Originale, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall war mein Traum schon immer, ein eigenes Fußballmuseum zu haben mit all meinen Schätzen. Und ich dachte mir, dieses Jahr ist es endlich soweit. Ich mache pünktlich zur WM meine eigene kleine Fußballausstellung. Aber natürlich nicht ohne Grund. Ihr kennt mich. Es geht mir natürlich darum, um Influencer zu testen. Und zwar genau die Influencer, die immer so fleißig Fotos aus den ganzen Stadien posten, wo ich aber die Vermutung habe, dass die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren. Und um noch so eine kleine Prise Spice mit reinzubringen, machen wir noch einen zweiten Test. Und zwar möchte ich schauen, ob sie bereit sind, für Geld ihre Fans zu belügen. Und um genau diese Influencer, die sich im Stadion selbst inszenieren, auf ihr Fußballwissen zu testen und um zu schauen, ob sie für Geld ihre eigenen Fans belügen würden, entsteht hier in den nächsten Tagen meine eigene kleine WM-Ausstellung. Der Twist an der Sache ist nur, das ist alles gefälscht. Wir befinden uns hier auf der Torstraße in Berlin. Die Straße ist dafür bekannt, dass hier immer wieder Kunstausstellungen, Pop-up-Ausstellungen stattfinden. Und genau hier im Zentrum findet unsere kleine WM-Ausstellung statt. Und ich stelle mir schon vor, ganz viele getragene Trikots an der Wand. Wir haben hier so Aufsteller mit getragenen Torwarthandschuhen, getragene Fußballschuhe, vielleicht noch ein paar Bälle. Und hier mittendrin der originale WM-Pokal, den schon Legenden wie Franz Beckenbauer, Diego Maradona und Ron-Robert Zieler in der Hand hatten. Und ihr werdet es euch vielleicht schon denken können, ich habe natürlich nicht den originalen WM-Pokal bei mir im Keller stehen. Das bedeutet, ich habe natürlich online schon mal so ein bisschen geschaut. Es gibt die eine oder andere Nachmache. Ich hoffe, die kommen so ein bisschen ans Original ran, denn mit was anderem können wir hier auch nicht arbeiten. Aber der Twist an der Sache soll sein, dass auch an den Wänden riesige Fotos von legendären WM-Momenten hängen. Und überall bin ich irgendwo mal reingefotoshoppt. Da müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen. Das Entscheidende an der Sache ist aber, dass wir den Influencern, die dafür Geld bekommen, hierher zu kommen und Werbung für diese Ausstellung zu machen, dass wir denen natürlich auch kurz vorher flüstern, du, das ist natürlich nicht der originale Pokal, der ist ja auch viel zu wertvoll. Das ist ein Replika. Aber bitte sag das in deiner Story nicht, sondern mach Werbung. Kriegst auch schließlich Geld dafür. Mir ist erstmal bewusst geworden, dass wir 110 Quadratmeter Ladenfläche füllen müssen. Und damit zumindest die Wände voll sind, habe ich mal meinen Kleiderschrank geplündert. Das hier sind handelsübliche Fanshop-Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Ja, ich habe eine Kaufsucht. Die kommen in diese wunderschönen Trikotrahmen. Da kommt dann auch noch eine silberne Plakette drauf. Und die kommen dann an die Wand. Das heißt, nicht lang schnacken. Das erste Trikot kommt mal hier rein. Das Weltmeistertrikot von Chris Kramer. Der einzig wahre. So, die letzte Veredelung. Und so denkt jeder, dass dieses Trikot 2014 bei der WM getragen wurde. Muss ja nicht jeder wissen, dass ich das für 25 € auf Kleinanzeigen gekauft habe. Und ja, das haben wir jetzt auch noch mit 8 anderen Trikots gemacht. Füllkrug, Matthäus, Kroos, Müller, Jeremies, Klose, Basler und Christoph Kramer. Alle haben sie uns ihre Trikots für unsere Ausstellung gegeben.
beziehungsweise alle bei Kleinanzeigen gekauft. Weitere Highlights unserer Ausstellung habe ich mir für einen Zwacken bei Amazon bestellt. Und zwar diese tollen Fußballschuhe, die werde ich hier gleich mal einweihen, damit wir auch am Ende sagen können, die hätten Thomas Müller oder Toni Kroos getragen. Und Torwarthandschuhe. Und das Wichtigste bei Torwarthandschuhen, das habe ich schon gelernt von meiner jahrelangen Erfahrung, ist, dass die auch matschig sind, weißt du? Dann kann man den Ball besser halten. Und da muss ja auch die Spucke von Manuel Neuer irgendwie ein bisschen drin sein. Torwart. Um das Ganze noch mal einzuordnen, das sind natürlich nicht die Schuhe von Thomas Müller oder Toni Kroos, genauso wenig wie das die Handschuhe von Manuel Neuer sind. Die habe ich einfach im Angebot reduziert für 20 € gekauft und werde die jetzt ein bisschen benutzen, damit die so aussehen, als wären die im Spiel benutzt worden. Die Influencer sehen den Unterschied eh nicht. Ja, Manuel Neuer, deswegen wurde ich auch nominiert. Hier, super! Guck mal, das sieht wirklich aus, als wäre das irgendwie bei der WM dabei gewesen. Ich habe noch die Schuhe von Lionel Messi. Steht da drauf, dass die von Messi sind. Und Oliver Baumann trägt Ulsport. Von dem habe ich auch die Handschuhe. Ja, reicht doch, oder? Für unsere Fake-Ausstellung fehlt nur noch eins, das absolute Highlight, ein Weltmeisterpokal. Und ich habe auf eBay zugeschlagen. Knapp 100 € hat mich dieser Pokal gekostet, kommt natürlich aus China. Das heißt, der war jetzt auch ein bisschen länger unterwegs. Ich mache erst vorne ab. Ihr seht es zuerst. Oh. Größe passt wahrscheinlich. 36 cm ist das Original. Rest ist eher Temu. Ja, ich finde, man sieht halt, dass das Plastik ist. Also man sieht ja, dass das Gold jetzt nicht so detailliert ist. Ich meine, es ist schön, dass es hier so ein bisschen matter ist, hier total glänzend. Das funktioniert auch, aber ich finde, also versteht mich nicht falsch, ich finde, man sieht aber auch, wenn man eine echte olympische Medaille in der Hand hat und bei Nanu Nana so eine Happy Birthday, du bist der beste Vater der Welt Medaille in der Hand hat, da sieht man auch den Unterschied. Und das ist eher die zweite Kategorie. Und das hier ist ja mal ganz in die Hose gegangen. Sie waren zumindest so nett, hier unten drauf zu schreiben, wer Weltmeister wurde. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wer 2006 Weltmeister wurde. Das war Italy und nicht Italy. Fast so enttäuschend wie die WM 2022, aber ich bin ja nicht blöd. Ich habe natürlich auch einen Plan B. Das Ding hat knapp 100 gekostet und das Ding fragt gar nicht erst. Über 800 €. Viel professioneller eingepackt. Aha. Deutlich größer, finde ich, also deutlich breiter. Hast du schon mal so einen goldenen Edding in der Hand gehabt, den man so schütteln muss? Hast du mal dran gerochen? 1:1 irgendwie. Also im Vergleich ist der deutlich besser. Er ist generell voluminöser. Alleine hier die Kugeln, wenn man die mal vergleicht. Dass hier die Farbe Murks ist, brauchen wir nicht drüber reden, der kann weg. Ich finde ihn generell detaillierter. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass das hier vorne ein bisschen zu krüsselig ist. Das erinnert mich so ein bisschen an das Innenleben von so einem Hanuta früher. Das Ding kommt aus dem 3D-Drucker, wurde dann wohl mit mehreren Metallschichten überzogen. Und das hier ist das Ergebnis. Von hier sieht er gut aus. Von da sieht er gut aus, ja? Okay. Also ich sag mal so, für ins Regal stellen und man hat Privatfreude dran, sicherlich gut. Aber ich muss von irgendwoher Absperrungen besorgen, damit die Influencer da nicht so nah rankommen. Weißt du, dass die so 3 Meter Abstand haben, damit die hier nicht reingucken können. Guck mal hier. Da krüsselt so ein bisschen die Metallbeschichtung ab. Siehst du das? Das Ding ist, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass das aussieht wie in Hanuta-Papier eingewickelt, weil echte Fußballfans, die erkennen das natürlich. Auch wenn man 10 Meter entfernt steht, sieht man, dass das Ding nicht echt ist. Und das wollen wir ja auf die Probe stellen. Und das Geile ist, wir sagen den Influencern vor Ort auch, dass das nicht der echte Pokal ist. Und dann wollen wir mal sehen, ob sie trotzdem für Geld Werbung machen und für Geld sagen, Leute, kommt in diese Ausstellung, gebt Geld für Tickets aus, damit ihr den originalen WM-Pokal seht. Also Leute, jetzt wo ich hier nochmal sitze und mir das gute Ding nochmal ganz genau angucke, dann stelle ich als erstes fest, dass ich Goldabrieb jetzt an den Händen habe. Das passiert beim Original hoffentlich nicht. Außerdem wiegt dieser Pokal original 4,5 Gramm und nur wenn man ihn anguckt, droht er schon umzufallen. Außerdem steht hier unten drin, das ist mir wirklich jetzt erst aufgefallen, FIFA World Cup 2022 Katar. Ich glaube, da hat der Hersteller wirklich noch eine alte Datei für den 3D-Drucker gehabt.
Ja, ich bin mal gespannt, ob die Influencer wirklich für dieses Ding Werbung machen, das offensichtlich ein Fake ist und ihren Fans dann sagen, bitte kommt vorbei, kauft euch Tickets für diese geile Ausstellung. Unsere Fake-Ausstellung rückt immer näher und wie immer bei solchen Projekten ist es jetzt an der Zeit, die Influencer anzufragen, ob sie für Geld Werbung für diese Ausstellung machen und ihren Fans auf die Nase binden, dass dort der originale WM-Pokal zu sehen wäre. Ich habe eine E-Mail aufgesetzt, dort sage ich, hey, vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, dass in den kommenden Wochen die exklusive Pop-Up-Ausstellung World Cup Tour weltweit in ausgewählten Städten Halt macht. Das Ganze natürlich ein bisschen aufbauschen, größer machen. Für einen kurzen Zeitraum erhalten Fans dort die Möglichkeit, echte Unikate der WM-Geschichte hautnah zu erleben. Das Highlight der Ausstellung ist dabei der Weltmeisterpokal, der gemeinsam mit weiteren historischen Exponaten wie getragenen Spielertrikots, legendären Spielbällen und besonderen Sammlerstücken präsentiert wird. Und jetzt schick uns doch gerne mal deine Budgetvorstellung für TikTok und Instagram. Und dann wollen wir doch mal gucken, was die Influencer heutzutage aufrufen. Ich meine, der letzte Influencer-Test ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her. Ja, vielleicht kippe ich ja aus den Latschen, was da mittlerweile aufgerufen wird. Aber alles zum Zweck, um zu testen, ob die Influencer, die sich ja angeblich im Stadion so wohlfühlen und so mit Fußball auskennen, dann merken, dass das alles Fake ist und ob sie Werbung für die Ausstellung machen, obwohl wir sagen, dass dieser Pokal gar nicht echt ist. So, in meinen Händen halte ich 14 historische WM-Momente, ausgedruckt auf DIN A1 großen Schaumstoffplatten. Das Ganze habe ich vor über einer Woche schon mal bei meinfoto.de bestellt und wie soll ich sagen, die haben mich richtig denn die versprechen einen, dass das innerhalb von 24 Stunden verschickt wird. Bis heute ist nichts angekommen und jedes Mal, wenn ich dort anrufe, rufe ich angeblich außerhalb der Geschäftszeiten an. Und die Lösung war so einfach wie genial. Einfach der Kopierladen deines Vertrauens. Also supporte deinen Local Kopierladen und nicht das Internet. Wir gucken mal rein, ob alles richtig gedruckt wurde. Deutschland ist 1974 mit dieser Mannschaft Weltmeister geworden. Und einer davon, den kennt man. Na, habt ihr mich schon gefunden? Da bin ich. Ich war auch Weltmeister 1974, gemeinsam mit Beckenbauer, Uli Hoeneß, Jupp Heynckes und ganz vielen anderen Legenden. Ich zeige dir noch ein Beispiel. 1986 wurde Argentinien Weltmeister und Maradona hält den Pokal hoch. Fällt euch irgendwas auf? Hier oben steht: Todo nur Verarsche. Alles nur Verarsche. Wenn man ganz genau hinguckt und vielleicht einen halben Meter entfernt steht, kann man das auf jeden Fall lesen. Mal gucken, ob es den Influencern auffällt. 1990, Deutschland wurde Weltmeister und auch da war ich zufälligerweise mit dabei. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mich gefunden habt. Achso, du bist schon sehr nah drauf. Na okay, ihr habt mich gesehen. Nur um das nochmal einzuordnen, am Ende sollte unsere kleine Ausstellung wirklich voll sein mit Fotos, auf denen ich mit drauf bin. Wir haben zum Beispiel die WM 1974 und ganz oben, leicht angeschnitten, habe ich mich versteckt und sage, Kuckuck, da bin ich. Und dann gibt es noch ein Foto von 2006. Zinedine Zidane verlässt gerade den Platz nach dem legendären Kopfstoß. Und wo bin ich? Na, habt ihr mich schon gefunden? Richtig, ich sitze natürlich live im Stadion auf den Zuschauerrängen. Und 1990 wurde Deutschland Weltmeister. Und wer war da schon der Sponsor, der an Deutschland geglaubt hat? Richtig, Hydrohype, die Creme, die nicht nur an die deutsche Nationalmannschaft glaubt, sondern auch an Vanessa Mariposa. Der Tag ist gekommen. Wir stellen heute den originalen WM-Pokal aus. Und so, finde ich, macht das alles nochmal einen viel seriöseren Eindruck. Hier haben wir ein ganz besonderes Highlight der Fußballgeschichte. 1986 ist Argentinien Weltmeister geworden und Diego Armando Maradona hat mit der Hand das Tor gemacht. Nicht im Finale, aber ich glaube im Viertelfinale. Die Hand Gottes. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Und hier gibt es ganz viele tolle Werbung von Getränkeanbietern und so weiter und so fort. Und auch von Fujifilm, beziehungsweise wir haben daraus Fujifake gemacht. Ich finde, dass das, auch wenn es sehr subtil ist, am ehesten raussticht, weil geh mal 3 Meter nach hinten. Es ist halt weiße Schrift, also es ist schon das Auffälligste. Deswegen machen wir das einfach mal hier schön auf Kopfhöhe, damit auch jeder dran vorbeiläuft und es sich anguckt. Dazu kommt dann noch diese Silhouette eines Pokals. Das ist natürlich nicht der originale WM-Pokal. Urheberrechte werde ich nicht brechen, Urkunden werden hier nicht gefälscht, sondern das ist einfach so eine Vorlage von Canva. Sagen wir es, wie es ist. So, das kommt jetzt hier an die Scheibe. World Cup Tour direkt hier in die Mitte. Und mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das hauptberuflich machen sollte, aber für ein Praktikum wird es schon reichen. Herzlich willkommen in unserer kleinen, aber feinen World Cup Tour Ausstellung. Wenn man reinkommt, ist die Leiter später weg, versprochen. Man hat hier direkt erstmal den schönen Teamgeist-Ball von 2006.
Riecht noch nach Leder. Wir haben hier 4 Trikots, so eine kleine Zeitreise. 98, 98, 2006, 2014. Dann haben wir hier noch 2 Bälle von 2014. Wir haben hier einen schönen Fernseher mit so Stock-Video-Zeugs. Hier im zweiten Raum finden wir dann direkt erstmal Bilder von 2014. Und natürlich auch getragene Schuhe von 2014. Was wollte man jetzt ja eigentlich draufschreiben? Kroos oder Müller? Mal gucken, entscheiden wir spontan. Hier haben wir dann eine Wand mit ein paar internationalen legendären Momenten, ob Zinedine Zidane oder Diego Armando Maradona. Und hier vorne dann natürlich die Schuhe von Lionel Messi. Wird da auch noch natürlich schön draufgeschrieben. Wenn man hier weitergeht, hat man so ein bisschen Auswahl aus meiner privaten Trikotsammlung. Ich habe wirklich sehr viele Trikots. Jedes Jahr bis auf 1990 dabei, da bin ich noch auf der Suche. Meldet euch gerne. Kann man sich dann mal so ein bisschen angucken. Ist eher so, um den Raum zu füllen. Wenn wir dann hier rumgehen, haben wir hier die Handschuhe von Oliver Baumann, die ihr ja schon kennt, von dem WM-Torwart dieses Jahr. Dann auch hier eine kleine Zeitreise 2022, 2010, 2002 und 1994. Schöne Trikots, alle schön an die Wand gebracht. Und hier vorne haben wir auch die Torwart-Handschuhe von Manuel Neuer. Schön. Und dann kommt man natürlich im dritten und letzten Raum zum Highlight, nämlich dem WM-Pokal, der hier schön positioniert ist. Ich finde, das kann sich alles wirklich sehen lassen, was wir hier innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt haben, von 0 auf und sehr viele kleine Helferchen hatten. Hoffen wir mal, dass das alles standhält und keiner hier reinkommt und sagt, ist das nicht Marvin auf dem Bild? Und warum steht da Fujifake? Der sieht ja aus wie aus Manuta. Und damit das Ganze natürlich authentisch aussieht und nach richtig Hype aussieht, habe ich mir sogar zahlreiche Menschen hierher kommen lassen, die hier in der Schlange stehen, weil sie natürlich in meine Ausstellung rein möchten. Und so hoffentlich kommt das auch bei den Influencern rüber, dass das hier das Hype-Event des Jahres ist. Ich bin schon mega aufgeregt, denn jeden Moment geht es los. Das Problem ist, ich kann natürlich nichts mehr ausrichten hier. Ich kann nicht eingreifen, wenn irgendwas schief geht, denn ich muss mich hinten verstecken, damit die Influencer ja nicht merken, dass das ein Experiment von mir ist. Und deswegen habe ich mir einen Moderator und Host ausgesucht, der es in sich hat. Das ist der liebe Maxi. Ich bin heute hier der Host für die Influencer rum und bin mindestens genauso seriös wie eine WM-Vergabe nach Saudi-Arabien. So, und du musst dann die Influencer natürlich ein bisschen hofieren. Ne? Die sind es ja gewohnt, ne? Hier Sekt, Champagner, Kaviar und so. Heute ein bisschen gediegener, es geht um Sport. Insgesamt hatten wir für den Tag 3 Influencer gebucht. Und der erste sollte schon um 13 Uhr kommen. Nicht nur sich die Ausstellung anschauen, sondern auch ein TikTok darüber drehen, um Werbung dafür zu machen. Und die Wahl fiel auf niemanden Geringeres als Tim Gio. Ja! Da ist es! Da ist es! Tim ist riesen Bayern-Fan und zeigt das auch gerne in seinen Videos. Und ich wollte natürlich schauen, ob er wirklich so ein großer Fußballexperte ist, wie er immer sagt. Das Problem ist nur, um 13 Uhr sollte er erscheinen und er ist einfach nicht gekommen. Also ich brauche nicht drum rumreden. Um 12:45 haben wir dann auch mal beim Management angerufen. Ich wollte nur einmal fragen, weil ich die Info bekommen habe, dass wir hier um 13 Uhr einen Termin mit euch hatten, mit dem Tim, glaube ich. Und das könnt ihr euch folgendermaßen vorstellen. Hallo, ich weiß nicht, wer oder was ihr seid und wen ihr hier verarschen wollt, aber wir haben eure Agentur angeguckt. Die ist nicht echt, die Firma gibt's nicht, das Handelsregister stimmt nicht, das Impressum ist falsch, alles erstunken und erlogen. Und ich muss sagen, den Job haben sie wirklich 1A gemacht. Chapeau, sie haben alles durchleuchtet. Man muss aber auch sagen, nicht jedes Management arbeitet so vorsorglich. Das ist Raschan. Sie ist so hübsch. Ihr Content besteht aus Rumlaufen und komisch in die Kamera gucken. Und damit hat sie schon über 1 Million Follower gesammelt. Wenn ich groß bin, will ich mein Geld auch mit komisch gucken verdienen. Toll aussehen kann Raschan auch besonders gut im Stadion. Sie war schon in Paris und bei der Europameisterschaft 2024 dabei. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob sie mir wirklich sagen kann, wer damals überhaupt gespielt hat. Denn bei ihr dreht es sich vermutlich nicht um Spiel, sondern um möglichst viele Likes auf Fotos aus dem Stadion. Die erste Influencerin kommt. Wir müssen jetzt ganz leise sein und hoffen, dass Maxi das gut macht. Oh, ich hasse diese Situation, weil ich nichts machen kann. Komm gerne mal rein. Maxi, freut mich. Hallo, freut mich. Wir machen sowas jetzt seit mehreren Jahren. Jetzt passend zur WM und heute auch zum DFB-Pokalfinale, was hier in Berlin stattfindet. Wir haben hier original getragene Trikots. Dann haben wir Franz Beckenbauer, der ist leider nicht mehr unter uns, aber war eine deutsche Historie. Ansonsten haben wir hier noch original getragene Fußballschuhe, auch von der WM 2014 von Thomas Müller.
der ja jahrelang bei Bayern gespielt hat. Der ist ja jetzt mittlerweile in Kanada. Dort original getragene Schuhe von Lionel Messi. 2022 bei der WM, wo Argentinien Weltmeister wurde. Man sieht das hier, ne? So ganz alte Trikots. Und dann halt im Vergleich zu den neuen, ne? Das ist schon ein Riesenunterschied. Ne? Das sind getragene Trikots, ja. Die sind natürlich ein bisschen aufgearbeitet worden, dass sie nicht so ranzig aussehen, ist klar. Ne? Also auch im Museum sind die ersichtlich. Der kleine 10-jährige Marvin wäre so stolz gewesen. Ich habe meine eigene Fußballausstellung in Berlin. Nur, ich hatte das Gefühl, dass ich mit meiner Freude alleine war. Ich hatte den Eindruck, dass Raschan und ihre Begleitung gar nicht so begeistert waren, obwohl sie doch immer die großen Fußballfans waren. Die Trikots haben sie sich kaum angeguckt, die Fotos, da sind sie nur dran vorbeigelaufen. Ja, nur die Schuhe, da sind sie wirklich kurz hängen geblieben. Und dann ging es endlich zum heiligen Gral meiner Ausstellung, nämlich dem WM-Pokal. Und ihr erinnert euch ja vielleicht noch, wir haben extra Absperrband aufgestellt und noch eine Vitrine organisiert, in der der Pokal stand, damit es natürlich möglichst pompös und authentisch aussieht. Und es gab an dem Tag nur eine Regel. Maxi, lieber Ausstellungsleiter, bitte lasst niemanden hinter diese Absperrung gehen. Denn dann sieht man, dass unsere Vitrine hinten offen ist, dass da irgendwo noch Dreck dran hängt und dass die Säule nur ja, ziemlich unprofessionell hinten mit so Haarklammern zusammengehalten wurde. Und ratet mal, was Maxi gemacht hat. Wie nah wollt ihr denn dran? Ja, gerne. Alles gut. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Sie hat doch jetzt gesehen, dass die Vitrine, wo man das weiß, ist offen. Das hat sie doch jetzt gerade gesehen. Sie stand ja schon dahinter. Und ich sag's euch, wie es ist. Ab dem Moment, als die beiden da rumgetänzelt sind, hatte ich einfach nur noch Schweißausbrüche und Muffensausen. Ich wollte mich einfach nur noch verkriechen. Und es wurde wirklich nicht besser, als Raschan den Pokal angefasst hat. Sie hat den Pokal angefasst. Dabei weiß doch wirklich jeder Fußballfan auf dieser Welt, dass diesen Pokal, also den echten, nur echte Weltmeister anfassen dürfen. Es sind schon Karrieren daran zerbrochen, dass irgendwelche Influencer den Pokal angefasst haben. Und ich bin mir sicher, spätestens an der Stelle hat Raschan gemerkt, dass das nicht der echte Pokal ist. Nachdem Raschan also den Nusret gemacht hat und den Pokal mehrfach angefasst hat, kam dann irgendwann doch noch die einzig richtige Frage des Tages. Aber ist es der echte Pokal oder? Ja, also der echte muss natürlich in den USA sein, ne, ist klar. Und den darf man nicht anfassen? Nee, den darf man nicht anfassen, weil auch der versichert ist. Ja. Also, wenn ich nochmal zusammenfasse, der originale Pokal steht in den USA. Der bei uns kann also nicht das Original sein. Dann würde ich sagen, 1 + 1 heißt, Raschan hat es eigentlich jetzt selbst in der Hand. Entweder abbrechen und auf das Geld verzichten oder ihre Fans anflunkern. Seht ihr das hier? Das ist meine Gänsehaut. Die hatte ich zuletzt 2014, als Mario Götze uns zum WM-Titel geschossen hat. Und gerade hatte ich sie wieder. 13 Sekunden. Pure Fußball-Leidenschaft und Freude. Aber habt ihr das da in der Caption gesehen? The Official World Cup? Wir haben ihr doch gerade gesagt, dass das nicht The Official World Cup ist, sondern nur eine billige Nachmache. Ich glaube aber, das hat Raschan gar nicht gehört, weil die Scheine schon so in den Ohren geknistert haben. Tja, was soll ich sagen, liebe Raschan? Test leider nicht bestanden. Aber ich habe natürlich noch Hoffnung in die Spezies Influencer, in meine Freunde, die Influencer. Und deshalb habe ich gedacht, komm, wir machen an dem Tag noch einen zweiten Test und habe noch eine weitere Influencerin eingeladen. Das ist Charlene Weiß. Auf Instagram folgen ihr über 1 Million Menschen.
Ihr Content besteht hauptsächlich aus heimlichen Aufnahmen von ihr, bei denen sie dann immer ganz überrascht in die Kamera guckt. Sie sollte darüber nachdenken, diesen Stalker anzuzeigen. Sie ist auch ein waschechter Fußballfan, denn sie war schon bei der Europameisterschaft 2024 im Stadion und sogar schon zweimal in Paris. Aber natürlich nicht bei den echten Fans auf diesen harten Sitzschalen, sondern immer auf den schön gepolsterten VIP-Plätzen. Ich glaube ja, dass sich Charlene so sehr für Fußball interessiert, dass sie denkt, dass bei Mbappé das M die Abkürzung für seinen Vornamen ist. Pünktlich und motiviert kam dann also auch unsere zweite Influencerin Charlene und sollte Werbung für unsere Ausstellung machen. Nur irgendwie hat der erste Eindruck sie gar nicht so überzeugt, denn ehe sie da war, ist sie auch schon wieder verschwunden und ist rausgegangen zum Telefonieren. Wäre es vielleicht in Ordnung für dich, wenn ich kurz mal 5 Minuten rausgehe? Ja, sicher. Oder mich checken, was ich genau... Ja, kein Problem. Alles gut. Danke dir. Ich bleibe wieder da. Also ich habe das Gefühl, die Influencerin könnte irgendwie einen Verdacht schöpfen. Irgendwas war gerade, was ich nicht verstanden habe. Meine Vermutung ist ja, dass Charlene noch mal rausgegangen ist, um bei ihrem Management anzurufen und einfach noch mal nachzufragen, ob es deren Ernst ist, dass sie für diese billige Ausstellung Werbung machen soll. Ich meine, wer kann es ihr verübeln? Das ganze Ding haben wir vor ein paar Stunden erst aufgebaut. Es sah wirklich alles ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Stellt euch mal vor, ihr geht in ein Museum, dort stehen angeblich die getragenen Schuhe von Lionel Messi und da ist nicht mal eine Vitrine drüber. Diese Schildchen davor in Pappe, die sind von mir auch noch handgeschrieben ausgefüllt worden. Und zu allem Übel waren die ganzen Trikots, die an der Wand hingen, auch noch komplett verknüttelt und die Rahmen waren komplett verstaubt. Also ich kann es irgendwo verstehen, aber auf Charlene war Verlass, sie kam noch mal wieder. Alles gut? Ja? Ja. Du kannst es gerne umführen, aber kann auch eine schnelle Führung sein. Ja, alles gut, ist kein Problem. Hier drüben haben wir ein bisschen aktuellere Trikots. Mario Basler, Miroslav Klose, Thomas Müller. Das ist das entscheidende Tor gewesen von Mario Götze 2014. Darunter dann auch das Mannschaftsfoto, auch mit dem hochgehaltenen Trikot vom damals verletzten Marco Reus. Dann haben wir noch... Bitte? Jetzt weiß ich mehr. Ja, so war es damals. Der sollte eigentlich mit zur WM mitkommen. Hier auch ein Bild von Diego Maradona, der mittlerweile ja auch schon gestorben ist. Mit der Hand Gottes, der hat damals ein irreguläres Tor erzielt. Das war sehr entscheidend und damals gab es natürlich noch nicht so Techniken wie heute. Deswegen auch ein sehr einschneidendes Erlebnis in alle WM-Geschichten. Wisst ihr, so langsam habe ich ja auch ein bisschen Mitleid mit Charlene. Ich meine, das sah ja wirklich alles jetzt nicht so professionell aus. Und sie hat sich natürlich die Frage gestellt, wieso soll ich dafür Werbung machen, wenn es halt aussieht wie gekaut und ausgespuckt. Sie hätte ja auch einfach gehen können. Aber ich glaube, ich habe auch eine Antwort, warum sie nicht einfach gegangen ist. Sag einfach nichts. Wir können hier machen, wie du reinkommst, dann machst du hier so ein bisschen so, papierst, machst du 10 Sekunden Video. Kommt sie jetzt durch in die Scheiße. Also komm, jetzt ziehst du das durch. Das ist doch wie ein Jucks. Irgendwann hat sich Charlene dann doch ein Herz gefasst und hat ihr TikTok gedreht. Und dann ging es ans Eingemachte, denn dann ging es zur goldenen Frage, zum goldenen Pokal. Der ist auch nicht echt, ne? Bitte? Der ist auch nicht echt. Also das ist jetzt nicht der originale Pokal, den die Spieler am Ende hochhalten, aber ein baugleiches Replikat, sage ich jetzt mal. Ne? Also wäre schon schön, wenn ihr das Video macht, ne, wenn ihr auf den Pokal natürlich eingeht. Das ist, ich weiß nicht, das ist ja das, was im Briefing drin steht, glaube ich, dass auf dem Pokal Hauptaugenmerk sein sollte. Eieieiei, also Charlene feiert unsere Ausstellung so gar nicht. Die findet die richtig doof. Und jetzt erfährt sie auch noch, dass der Pokal nicht echt ist. Also eigentlich kann sie dafür ja keine Werbung machen, oder? Ein neuer Tag, ein neuer Spaß. Ich wurde zu dem World Cup Pop-Up eingeladen und durfte schon vor allen anderen ins Staunen kommen und auch zum Nachdenken. Hier sind meine Gedanken. Klose mag Klöse. Phil Krug ist voll. Neue Villa. Jerre geht's mies. Matt Holz. Und dann habe ich mich gefragt, wie viel würde ich wohl für die ganzen Sachen bei eBay bekommen? Und zum Abschluss des Ganzen mein persönliches Highlight, der originale WM-Pokal, wie er normalerweise sonst nur im Museum steht. Und solltet ihr fleißig bis zum Ende geschaut haben, dann könnt ihr jetzt mit diesem Code 50% auf die Tickets bekommen und in der App auch noch nachschauen, in welchen Standorten es die Ausstellung sonst noch gibt. Ach Mann, Charlene war wirklich so knapp davor, diesen Test zu bestehen. Sie ist ja sogar noch mal rausgegangen, hat mit ihrem Management telefoniert, hat noch mal überlegt, sollte ich für diese Ausstellung Werbung machen? Und am Ende hat sie die falsche Entscheidung getroffen. Und das, obwohl sie ganz genau wusste, dass der Pokal nicht echt ist und sie ihre Fans anflunkert. Und so richtig Ahnung von der Materie hatte sie auch nicht. Und ich finde, es ist wirklich nicht schlimm und man muss sich nicht schämen, wenn man merkt, ey, für das Thema kann ich mich nicht so begeistern, davon habe ich auch nicht sonderlich viel Ahnung. Auf diese Werbung und auf dieses Geld verzichte ich.
nicht. Und man könnte ja jetzt wirklich einfach sagen, was, hab dich nicht so, das ist doch nur ein oller Pokal. Aber es geht um was anderes, denn im Gegensatz zu einer Plakatwerbung in der Innenstadt leben Influencer davon, dass Menschen ihnen vertrauen. Vor allem junge Fans. Und wenn man halt Dinge bewirbt, von denen man selber weiß, dass sie nicht stimmen, dann ist das halt irgendwo keine Notlüge mehr. An der Stelle bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich hoffe, wir kommen ins Finale. Es wird eine tolle WM. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen und dann lasst doch gerne noch ein Abo hier auf meinem Kanal da. Das würde mich sehr supporten und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.